und macht mich glücklich. Die Vortex-Matte arbeitet auch. Herrlich. Und seht ihr, wie die Rinne hat denselben Winkel, die Rinne hat dieselbe Wasserleistung wie letztes Mal. Seht ihr, wie rein die jetzt wird durch diese Mikronsiebung? Der Hammer. Weiter im Text. Ja, einmal wird ausgekratzt. Und zack. So, den spülen wir jetzt. Ihr seht richtig, wie der Lehm am Rand klebt. German Pay Dirt. Many Clay. Herrlich. Schönes Wetter, Goldglänz in der Rinne. Was will man mehr? So, der Eimer ist leer. Die Rinne wäscht. Nehmen wir jetzt eine komplett neue Wanne. Haben wir den polnischen Pedal ja nicht geschafft. Muss halt auch mich erstmal einfuchsen, gucken mit den Videos. Wie lange braucht man für was? Das ist, glaube ich, nur Sand, aber sicher mal trotzdem. So. Und zwar die Pfanne. Sieht so aus. So ist geil, ne? Lass mir was einfallen mit dem Licht nächste Mal, Männer. Und wir attacken jetzt die Rinne. Wollt ihr auch was sehen? Zack. So. Sie wollen, damit die noch mal ein bisschen Gegenschwung kriegen und dann sich die Rinne wieder freispült. Jo. So sieht's aus. Das wäre jetzt der nächste Schritt, das Material aus der Rinne auf den blauen Tisch zu packen. Den Miller Table, DIY Miller Table bauen wir auch noch. Auch ein To-Go DIY System. Das ist hier das Blech. Da kommt hier der Belag rein. Abgestaubt von der Baustelle. Das ist der Rest von meiner DIY Flussrinne. Genau, und dann geht's weiter. Okay. So. Sieht gut aus. Nochmal kontrollieren. Ja, ein paar Reste bleiben immer drin. Ich sage mir, ob es nur in der Rinne ist oder im Glas. Hauptsache in meiner Nähe. So. Okay. Und in Staffel 3 schmelzen wir auch noch. Wir schmelzen das Gold zu einem Klumpen. Dann brennen auch diese ganzen Rückstände und so weiter raus. Das wird der Knaller. Wir waschen wir nochmal, probieren wir nochmal die Aufnahme. Ich mache auch gleich nochmal ein Short-Video. Da ist die Qualität besser. Micro Gold. Herrlich ist das. Oder ist das die schwedische Rinne und das andere war die deutsche Rinne? Ich weiß es nicht mehr.
Aber da ist Gold. Jetzt mache ich doch nochmal einen Short, weil die gerade so schön aussieht. Hier ist das Mikrogold live aus dem Stream-Video. Ich schneide es für euch perfekt, sodass ihr Freitag schön was für das Sofa habt. Bleibt Mit einer normalen handelsüblichen Schüssel. Und diese Mikronsiebe könnt ihr euch auch besorgen. Da müsst ihr mal die Augen offen halten. In der Küchenabteilung gibt es manchmal richtige Feinsiebe. Da kann man, ja, muss man selber ran. Okay. Dann auf dem blauen Tisch in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Blue Wall is running. Schwedisches Gold. Der Unfall wird nächstes Mal ausgewaschen. Die Schüssel kriegt noch einen eigenen Short. Hier haben wir noch Material im Eimer drin, die Reste. Die schauen wir uns auch noch mal ganz genau an. Und die andere Rinne, die große Rinne, wird nächstes Mal auch mit ausgewaschen. Bleibt dran, stay tuned. Vielen Dank, bis dann. Danke Leute, bis dann. Und abonniert.